Da ca. 95% unserer Lebensmittel von Böden stammen, ist im Prinzip genau das mein Forschungsfeld, die Interaktion zwischen Böden und welchen Einfluss die Böden auf das Pflanzenwachstum und letztendlich die nachgelagerte Wertschöpfungskette der Lebensmittel ist. Böden haben halt die Funktion, dass sie Nahrungsmittel produzieren können und dienen als Pflanzenstandort. Und in den letzten Jahren hat zunehmend die Fragestellung von Dürre und Überschwemmung eine große Rolle gespielt. Und da spielen Böden auch eine sehr große Rolle. Und da haben sie die Funktion, Wasser zu speichern oder Wasser zu filtern. Und das ist halt eine wichtige Eigenschaft, die wir auch schützen müssen. Und so die drittwichtigste Funktion, würde ich sagen, die Böden im Ökosystem haben, ist, dass Böden Lebensraum sind für Pflanzen, aber auch für viele Mikroorganismen, für Tiere. Fast die Hälfte der Biodiversität ist im Boden, das wissen viele nicht. Und das ist halt auch eine wichtige Funktion. Wir versuchen halt Böden möglichst mit Pflanzen zu bedecken und nach Möglichkeit auch nicht mit anthropogenen Stoffen belasten. Stichwort Mikroplastik oder andere Schadstoffe. Das sind so die wichtigsten Sachen, die wir tun können, direkt. Indirekt ist es wichtig, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft fördern. Und das können wir als Konsumenten auch, indem wir halt uns auch für nachhaltige Lebensmittel entscheiden. Und das schützt alles Böden. Mich fasziniert daran, dass das ein globaler Kreislauf ist, der die anderen Sphären tangiert. Also den Boden bezeichnen wir als Pädosphäre und die angrenzenden Sphären, also wie das Wasser und die Luft, spielen eine wichtige Rolle im Kohlenstoffkreislauf. Und das hat auch viel mit dem Bodenleben zu tun. Das Bodenmikrobiom zum Beispiel ist so ein neues Forschungsfeld, was ich ganz spannend finde. Der Mensch kennt das in seinem Darm, wenn da das Mikrobiom durcheinander ist, fühlt man sich auch nicht gesund. Ähnlich geht es den Böden. Wenn da das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dann ist auch die Bodengesundheit nicht in Ordnung. Und das alles spielt halt auch im Kohlenstoffkreis auch eine wichtige Rolle. Was ich spannend finde und wichtig finde, ist, dass das Wissen angewendet wird. Das heißt, ich forsche viel im Bereich, wie kann ich bestehendes Bodenwissen in die Praxis umsetzen. Wir arbeiten da viel auch mit Landwirten natürlich zusammen, aber auch viel mit Bürgern, um das Verständnis zu wecken, wie kann man Böden schützen, was kann man tun, um diese Kreisläufe mit dem Boden sozusagen zu verbinden. Also Stichwort Transfer, das ist für mich etwas Wichtiges im Bereich der Bodenforschung. Also ich würde mir wünschen, dass in der Tat das Thema Boden auch schon in der vorschulischen und schulischen Bildung eine größere Rolle spielt. Denn ich denke, gerade junge Menschen, wenn die mit solchen Themen frühzeitig in Berührung kommen, können die auch so ein nachhaltiges Bewusstsein für die Umweltsphären entwickeln. Wir arbeiten auch zum Teil mit Kindern zusammen, obwohl bei uns in der Hochschule natürlich eher die Studierenden die Zielgruppe sind. Aber das wäre etwas, was, glaube ich, wichtig wäre, um in Zukunft Böden zu schützen. Wir reden immer über CO2 in der Atmosphäre, dass es zu viel ist und reden dann darüber, wir müssen Bäume pflanzen, was auch richtig ist. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass im Boden fast das 2- bis 3-fache an Kohlenstoff gespeichert ist, wie in der gesamten oberirdischen Biomasse. Und deswegen ist der Boden eigentlich eine wichtige Senke für Kohlenstoff. Und das ist etwas, was viele nicht wissen. Und wenn viele das wissen, würde man das vielleicht auch anders betrachten. Wir alle wissen, dass die fossilen Rohstoffe irgendwann zur Neige gehen und wir ja ohnehin darauf angewiesen sind, nachwachsende Rohstoffe und nachwachsende Energieträger zu nutzen. Ist das so ein wichtiges Themenfeld, das ich auch mit beackere? Denn wenn wir über nachwachsende Rohstoffe reden, dann reden wir auch immer über Flächennutzung und wir kommen dann in spannende Diskussionen rein, diese Tank-Teller-Diskussion. Ne? Wofür nutzen wir unsere Flächen? Eher für die Herstellung von Biodiesel oder eher für Nahrungsmittel? Und das wird für viele Studierende, egal welcher Fachrichtung, sicherlich ein spannendes Thema. Wie können wir die Bioökonomie in Zukunft voranbringen und welche Rolle spielen Böden dabei? Und in diesem Zusammenhang biete ich auch ein Wahlpflichtfach an. Das nennt sich Böden und Biomasse und die Interaktion mit den angrenzenden Sphären. Und da können Studierende aus allen Fachbereichen, denke ich, ohne großes naturwissenschaftliches Vorwissen viel rausschöpfen, um zu verstehen, wie diese Kreisläufe funktionieren.